alleine. Ja, genau so. Komm. Scheiße! Meine Predigt! Das wird sich ja alles regeln, wenn Christoph wieder da ist. Ja, und warum nicht gleich? Weil das Christoph gegenüber einfach nicht fair wäre. Er steht auch vor, er kommt nach Hause zurück und denkt, er würde Barbara heiraten und alle wissen bereits, dass sie mit mir zusammen ist. Nein, Boyle muss sich ernsthaft bedroht fühlen, verstehen Sie? Ja, genau. Hauptsache, er ist anschließend noch vernehmungsfähig. Alles andere ist mir egal. Und sorgen Sie dafür, dass Ihre kleine Manipulation nicht sofort auffällt. Ja, genau. So etwa 5 Minuten, nachdem er den Wagen gestartet hat. Dann kann er, ja, dann soll er sogar merken, dass ihm jemand ans Leder will. Gut. Dann verlasse ich mich auf Sie. Was ist? Warum setzt du dich nicht? Und? Was hältst du von meiner kleinen Maßnahme an Boyles Wagen? Tut mir leid, ich habe nicht richtig zugehört. Ich habe ein paar technische Änderungen an Boyles Auto vornehmen lassen. Um genau zu sein, an den Bremsen. Was? Ja, aber wen Carsten? Ich meine, wenn ihm was passiert, wie soll er dann aussagen? Schon mal was von Airbag gehört? Das ist doch Wahnsinn. Nimmst du tatsächlich in Kauf, dass er ums Leben kommt? Ein gewisses Risiko muss man immer eingehen. Ach, Boyle wird schon nichts passieren. Was ist? Kriegst du es auf einmal mit der Angst zu tun? Ist nicht wohl bei der Sache. Es war nie die Rede davon, dass ihm was passieren könnte. Ich muss noch mal weg. Du bist doch gerade erst gekommen. Ja, ich habe die Handwerker im Haus und wenn man denen nicht auf die Finger guckt... Du und dein kleinbürgerliches Kneipenmittel. Konzentrier dich besser auf die großen Dinge. Arbeite dran. Und? Wie sieht's aus? Naja, ich würde sagen, wie eine Windel ohne Trockenvlies. Schön. War überhaupt nicht zu retten? Nee, das ist alles. Sie ist positiv. Jetzt weißt du wenigstens, warum die 10 Gebote in Stein gemeißelt waren. Ja. Ja. Hey, so wie ich dich kenne, hast du doch hier oben garantiert jedes einzelne Wort abgespeichert und kriegst die Predigt im 0, nichts wieder hin. Schön wär's. Und wenn ich dir helfe? Wie denn? Ja, wir könnten zusammen eine neue Predigt aufsetzen. Worum ging's denn genau? Ist in der Kürze der Zeit gar nicht zu schaffen. Komm, versuch's wenigstens. Wie lange hast du noch Zeit bis zum Gottesdienst? Das hat doch alles gar keinen Sinn. Kann ich vergessen. Hier, schenke ich dir. Ach, Erika, wir haben bestimmt noch genug Gelegenheit, ein rauschendes Geburtstagsfest auf Friedenau zu feiern. Aber was? Ich bin doch nicht beleidigt. Es ist Arnos Geburtstag. Da könnt ihr doch feiern, wo ihr wollt. Ich muss Schluss machen. Tschüss, bis dann. Du, ich glaube, ich habe was vergessen. Geht ihr in die Stadt? Ja, Bastiane braucht ein paar neue Klamotten und ich helfe ihr beim Aussuchen. Oh, dann mach dich auf eine längere Tour gefasst, Bastiane. Mensch. So, können wir denn jetzt? Ja, ich habe doch alles. Gut. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo und tschüss. Du willst weg? Ja, wir gehen shoppen. Aber keine Angst, ich bringe sie dir unbeschädigt wieder zurück. Das will ich doch hoffen. Tschüss. 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 Guten Tag. Tag. Ach, Herr Peters, ich denke, wir sollten die Sache mit dem Pferdefutter im Salon besprechen. Bitte schön. Jetzt ist der Laden schon so riesig, man kann nicht mal eine Minute ungestört an seiner Geliebten knabbern. Ja, wenn das schon der Fall ist, dann sollten wir das auch ausnutzen. Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, wenn Christoph wieder da ist und wir endlich jedem zeigen können, wer hier wen liebt.
Charlie, was ist denn in dich gefahren? Ich bin einfach nur froh, dass du noch da bist. Wollen wir was zusammen unternehmen? Vielleicht einen Stadtbummel? Trifft sich gut. Ich wollte sowieso gerade in die Stadt. Massage besorgen. Fein, ich begleite dich. Komm, steig ein. Gern, lass uns doch meinen nehmen. Bitte, fahr nicht. Charlie, so nicht. Was ist los? Frag nicht. Kannst du nicht einfach tun, worum ich dich bitte? Nur wenn du mir einen Grund nennst. Also gut. Ich erzähle dir alles. Aber nicht hier. Ach, ich lieb dich so. Wenn wir nur endlich tun und lassen könnten, was wir wollen. Das tun wir doch gerade. Ja, wie 16-Jährige, die sich vor ihren Eltern verstecken müssen. Das hat doch auch seinen Reiz, oder? Ich weiß nicht. Also unsere Zukunft habe ich mir jedenfalls so nicht vorgestellt. Na, ein Grund mehr, um eine Wohnung zu suchen. Ein Grund mehr? Ja, das hier ist Christophs Schloss. Bei jedem Kuss, bei jeder Berührung komme ich mir ganz schäbig vor, so als würde ich ihn doppelt hintergehen. Geht mir genauso. Nicht nur, dass ich mit der Verlobten meines Freundes schlafe, nein, ich tue es auch noch unter seinem Dach. Ja, du sprichst mir aus der Seele. Ich glaube, die Arbeit ruft. Hallo. Hallo, ihr beiden. Vielleicht sollte ich einfach anrufen und sagen, dass ich krank bin. Du sollst nicht lügen. Gesundheit. Danke. Merkst ja, gelogen wär's gar nicht. Dann denk an das 11. Gebot. Das wäre? Du sollst nicht kneifen. Du hast leicht reden, du musst die Predigt auch nicht halten. Wer wollte denn endlich mal was anderes machen, als ewig nur diese Zeitung einzutüten? Hä? Mensch, Alexander, ich blamier mich doch bis auf die Knochen. Und wo willst du das wissen? Ich meine, ist für Vision nicht dein Chef zuständig? Sehr witzig. Jetzt sage ich dir mal was. Ich bin mir absolut sicher, dass du diese Predigt halten kannst. Woher nimmst du diesen gesunden Optimismus? Ein Boss, der wird dich schon nicht im Stich lassen. Also, wie groß ist dein Gottvertrauen? Hast ja recht. Nur den Mutigen gehört die Welt. Na, also, dann los. Und damit du ein bisschen Beistand hast, will ich noch Jessica und ihre Oma fragen, ob sie mitkommen wollen. Ist was dagegen? Nö. Du, wenn ich mich schon lächerlich mache, warum nicht gleich vor Jessica und ihrer Oma? Patrick, du machst dich nicht lächerlich. Glaub mir. Danke. Bitte. Warum ich früher zurückgekommen bin? Ich hab's ohne dich einfach nicht mehr ausgehalten. Wenn du erst mal merkst, wie viel Arbeit hier auf dich wartet, dann wirst du dich zurück in die Wüste wünschen. So viel Arbeit kann es gar nicht geben, als dass ich dich auch nur noch eine Sekunde allein lassen möchte. Die Natur ruft. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Ich habe dich sehr vermisst. Ich dich auch. Aber jetzt bist du hier wieder da. Und ich bin nicht allein gekommen. Das ist aber sehr nett. Du siehst, ich habe an dich gedacht. Willst du es nicht aufmachen? Ein Skarabäus. Die alten Ägypter haben ihn als Abbild ihres höchsten Gottes verehrt, des Sonnengottes. Und genau so verehre ich dich. Der ist sehr schön, Christoph. Und man sagt, er habe magische Kräfte. Ist das jetzt alles oder gibt es noch mehr, was ich wissen sollte? Und ich habe geglaubt, du liebst mich. Carsten, ich mag dich, wirklich. Und unter anderen Umständen, du wirst drüber wegkommen, ne? Vermutlich. Aber warum hast du mich dann gewarnt?
Weil ich nicht wollte, dass du verletzt wirst. Meinst du, wenn du mich hintergehst, das verletzt mich nicht? Ich weiß, wie weh es tut, hintergangen zu werden, aber es war die einzige Chance, an Tanja ranzukommen. Carsten, versteh mich doch. Tanja ist eine Schwerverbrecherin. Sie hat meine beste Freundin entführt. Ich musste Clarissa helfen, Tanja zur Strecke zu bringen. Ich kann auch nicht rückgängig machen, was passiert ist. Ich kann dich nur um Verzeihung bitten und hoffen, dass du gegen Tanja aussagen wirst. Im eigenen Interesse. Wie meinst du das? Solange Tanja auf freiem Fuß ist, bist du in Gefahr. Du weißt viel zu viel über ihre Machenschaften. Wenn du gegen Tanja aussagst, wird sie ins Gefängnis kommen und du bist frei. Tanja kann mir sogar noch aus dem Knast gefährlich werden. Mit ihren Millionen kann sie jederzeit jemand anheuern, der mich umbringt. Gibt es für dich nur eine Möglichkeit? Du musst dich ins Ausland absetzen. Vermutlich. Ich helfe dir natürlich dabei. Ich will dich nicht in Gefahr bringen. Warum haben wir uns nicht unter anderen Umständen kennengelernt? Ja. Danke. Wow, das ist ja ein schönes Teil. So was habe ich immer gesucht. Oh, danke. Keine Ursache. Das Armband ist wirklich sehr schön. Ja, finde ich auch. So, nun zu euch beiden. Euch habe ich nämlich auch was mitgebracht. Wie? Ja, bitte. Danke. Bitte. Das wäre nicht nötig gewesen, Christoph. Die ist ja wirklich wunderschön. Das finde ich aber auch. Vielen Dank. Als ob du es geahnt hättest. Als ob ich was geahnt hätte. Na, soll ich Christoph die gute Neuigkeit erzählen? Lieber später, Kathi. Aber warum denn? Ich finde, er kann ruhig erfahren, dass es ein weiteres glückliches Paar auf Friedenau gibt. Ich verstehe kein Wort. Also, du hast Bastian und Nils zufälligerweise 2 Decken geschenkt, die sich ziemlich ähnlich sehen. Na, dämmert's? Was? Ihr beide? Naja, manchmal fällt die Liebe eben genau dahin, wo sie kein Mensch vermutet. Ja, ich finde das großartig. Da hattest du damals ja genau die richtige Nase, als du die beiden zur Vernissage geschickt hast. Haha, ich gratuliere. So, nun müssen wir ja nur noch einen richtigen Mann für Kathi finden. Na, springt er nicht an? Doch schon, aber die Bremsleitung hat ein Leck. Vielleicht hat ja ein Marder dran genagt. Bestimmt. Da nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach das Dankgebet darüber, brach sie und gab sie den Jüngern, sie dem Volke vorzulegen. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgehoben, was ihnen an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, im Lukas-Evangelium, da war gerade die Rede von Fischen, von Broten und von deren wundersamer Vermehrung. Wie es der Zufall so will, war ich heute mit einem guten Freund beim Angeln. Und was ist passiert? Mir ist meine für heute vorbereitete Predigt ins Wasser gefallen. Aber keine Panik, bei Taufen bin ich sicherer. Jetzt seien wir doch mal ehrlich. Die meiste Zeit, ja, die verstehen wir doch gar nicht, was der da oben sich so denkt. Und Sie können mir glauben, es ging mir genauso, als ich meinen Text bzw. das, was davon übrig blieb, in meinen Händen hielt. Und dann habe ich nachgedacht und dann wurde mir klar, nee, der liebe Gott, der hat sich wohl was dabei gedacht. Der wollte nämlich nicht, dass ich Ihnen einfach nur so eine langweilige Vorlesung halte. Nein, er wollte, dass ich von Herzen zu Ihnen spreche, um Ihnen zu sagen, Gott ist immer für uns da. Hast du dem schon gesagt? Nein. Ich wollte warten, bis er sich eingelebt hat. Wann glaubst du, wird das sein? In ein paar Tagen. Schieb's nicht zu lang vor dir her. Christoph ist doch gerade erst zurückgekommen.
Jeder Tag, den du wartest, macht es schlimmer. Barbara, ich habe noch nie einen Beweis für deine Liebe gefordert, aber wenn du Christoph jetzt nicht reinen Wein einschenkst. Ich liebe dich, Barbara. Ich dich auch. Setz bitte unsere Beziehung nicht aufs Spiel. Bitte. Herr Werner? Alles gut. Schönen Tag noch. Also, die Predigt war doch einfach klasse. Und es war so leicht, ja. Die beste Predigt, die ich in meinem Leben gehört habe. Und ich habe eine Menge Predigten gehört. Danke für das Kompliment. Also ich finde auch, dass Sie es sehr gut gemacht haben. Vielen Dank, Frau Prinzeski. Ja, also für mich wäre das nichts, vor so vielen Leuten eine Rede zu halten. Das ist ganz einfach. Ich werde dich vor der nächsten Predigt an genau diese Worte erinnern. Und was hast du jetzt vor? Nichts, wieso? Lass uns zu uns gehen und was kochen. Ja, gut. Aber nur, wenn ich den Hauptgang übernehmen darf. Von mir aus? Okay, abgemacht. Wie lange brauchst du noch? Geht ihr ruhig schon vor. Wie du meinst. Bis nachher dann. Ciao. Bis gleich. Ciao. Tschüss. Sag mal, dieser Boyle ist ja ein außergewöhnlich misstrauischer Mensch. Wie kommst du denn darauf? Wegen seinem Wagen. Es sieht so aus, als würde er sich vor jeder Fahrt unter sein Auto legen und prüfen, ob es noch funktionsfähig ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist aber so. Oder hast du vielleicht eine Erklärung dafür, wieso er die angesägte Bremsleitung entdeckt hat? Woher weißt du, dass er sie entdeckt hat? Von dem Monteur, der den Wagen von Friedenau abgeschleppt hat. Vielleicht hat dein Handlanger ja Mist gebaut und der Wagen fing an zu tropfen. Das kann Boyle natürlich gemerkt haben. Beim nächsten Mal wird er mir nicht so ungeschoren davonkommen. Was hast du vor? Sagen wir mal, etwas Todsicheres. Und das wäre? Zunächst einmal habe ich mir erlaubt, Boyle zu einem Treffen mit dir an die Pension zu bestellen. Dort wird er allerdings eine kleine Überraschung erleben. Jetzt spann mich nicht länger auf die Folter. Gerade jetzt in dem Moment ist jemand dabei, eine Ladung Sprengstoff unter dem Bett zu befestigen. Bist du verrückt? Für den Schaden komme ich selbstverständlich auf. Du willst ihn umbringen? Charlie, wie oft soll ich es dir denn noch erklären? Ein toter Mann nützt mir nichts. Boyle allerdings wird glauben, dass Tanja ihn loswerden will. Und wenn er ein bisschen verletzt wird, macht ihn das vielleicht nur noch gesprächiger. Ja, wie lange wollt ihr euer Versteckspiel denn noch durchziehen? Das hängt ganz davon ab, wie wichtig ich Barbara bin. Wenn sie mich wirklich liebt, Das tut sie. ja, dann wird sie es ihm gerade sagen. Oh, der Arme. Das wird ihm bestimmt unheimlich wehtun. Wird es besser finden, wir würden ihn weiter hintergehen, der fände es per Zufall raus? Nein. Na, siehst du. Nee, die Wahrheit ist noch immer die beste Lösung. Auch wenn sie hart ist. Du hast ja recht. Trotzdem tut er mir leid. Wird drüber hinwegkommen. Hoffentlich. Schließlich liebt er Barbara schon fast sein ganzes Leben lang. Ja, aber hat sich nun mal erst vor kurzem für sie entschieden. Das war nun mal zu spät. Das sagst du doch nur, um dein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Da hast du allerdings recht. Trotzdem, ich bin froh, dass die Lügerei endlich ein Ende hat. Wo der Patrick bloß wieder bleibt. Er wollte doch noch was besorgen gehen. Das dauert halt seine Zeit. Oh, schau mal. Oh, Finger weg. Hast du das gesehen? Recht hat sie. Wenn das Patrick ist, dann schnappe ich ihn mir. Wir gehen zusammen ins Männerhaus. Edge. Ja, dann mach wohl ich besser auf. Ja. Patrick. Hallo. Soll das der Hauptgang werden? Fahrt's ab. Tada!
Hey. Das sind ja Forellen, lecker. Ich habe mir gedacht, wo ich dir schon das Angeln verdorben habe. Du hast mir so nett geholfen. Ja, sehr gute Idee. Dann komme ich ja doch noch zu meinem Fischlein, ne? Ja, so war es auch gedacht. Oh, du warst schon wieder am Salat. Das würde ich nie wagen. Nein? Nein. Ja, und wie kommt dann das Geschmiere hier hin? Also als ich dich in den Salat allein gelassen habe, war das noch nicht da. Ist diese Reise denn wirklich notwendig? Leider ja. Ach, Nils, komm rein, setz dich. Kannst du dir das vorstellen? Kaum bin ich zu Hause, muss Barbara weg. Nach Italien. Geschäftlich. Ja, mein Textilfabrikant hat angerufen. Es gibt Probleme bei der Produktion meiner Stoffe. Ich muss hier noch neue auszusuchen. Sonst bricht mir hier die Fertigung zusammen. Müssen Sie gefahren, hm? Barbara, du wirst mir hier sehr fehlen. Oh, entschuldigt bitte, ich muss noch schnell ein paar wichtige Telefonate erledigen. Sag mal, diese Geschäftsreise. Du willst mir nicht erzählen, dass du nach Italien musst. Glaubst du, ich will kneifen? Ja, ist sicher nicht so einfach, Christoph die Wahrheit sagen zu müssen. Hm? Du hast ja großes Vertrauen zu mir. Ja, du und Christoph waren ziemlich lang zusammen und Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich mich für dich entschieden habe. wirklich. Ja, Dann musst du es ihm endlich sagen. wenn ich zurückkomme. Wann wird das sein? Das weiß ich nicht genau. Dann sag's ihm noch vor deiner Abreise. Das ist ausgeschlossen. Christoph hat ein anständiges Gespräch verdient. Kein Geständnis zwischen Tür und Angel. Carsten? Carsten! Du wirst schon mit mir Vorlieb nehmen müssen. Sie haben den Anschluss von Schloss Friedenau gewählt. Leider ist im Moment niemand erreichbar. Nach dem Piepton können Sie uns eine Nachricht hinterlassen. Ja, guten Abend, Frau von Sterneck. Hier ist Gabriele Herbst vom Reisebüro. Es geht um das Ferienhaus auf Norderney, das Sie mieten wollen. Ich kann die Buchung für morgen jetzt bestätigen. Tja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und viel Spaß auf Norderney.